unserem ersten Urlaubstag im Zillertal erkunden wir erst einmal die touristisch bekannte Stadt Maierhofen. Hotels und Sportgeschäfte dominieren in der kleinen, sehr feinen, sauberen Stadt. 1,3 Millionen Urlauber übernachten hier jährlich. Nach dem kleinen Bummel durch die Geschäfte gönnen wir uns gleich mal einen Kaffee und Cappuccino und ein Eis. Lecker. Ach, und als wir wieder gehen wollten, entdeckten wir doch, dass heute Bauernmarkt ist. Also merkt euch das, jeden Freitag ist in Maierhofen Bauernmarkt. Solltet ihr unbedingt besuchen. Es gibt nur gute Produkte von privaten Händlern, mit Liebe hergestellt, das merkt man auf Anhieb. Die sind ja schön, die Körbe. Aus welchem Holz sind denn die gemacht? Aus Haselnuss. Alles drin im Kasten. Ja, schönes Wochenende. Ja. Ein Stück, gerne. Ich steht schon, ne? Ja, und Salz und Zwiebeln. Und Schnitter. Das hier ist, oder? Ja, ja, das ist schon klar. Da vorher, wenn das Kopfenfisch auch kalt wird. Was ist denn da alles drin? Kartoffelkäsefülle und Schnitzel. Ein Stück, jawohl. Und wie heißt das? Wie schimpft sie das? Die schimpft man Zillertaler Kopfen. Ja, ja, zum Mitnehmen oder hier zum Essen? Ja, zum hier essen. Und dann entdeckte ich noch den Stand von Helene Kreidl. Meisterwurst. Ja. Vielen Dank. Viel Freude beim Verschenken. Gin-Schokolade. Gin. Mit einem weiblichen Gin drin. Die Schnapsbrennerin aus Leidenschaft, die Ginin, wie sie liebevoll im Zillertal genannt wird, hat mich mit ihren Produkten und ihrer leichten, unbeschwerten und liebenswerten, lustigen Art so beeindruckt, dass ich mehr von ihr erfahren wollte. Und wir besuchten sie dann später in ihren Produktionsräumen in Ramsau. Ich fahre mit meinem Radl, um die Gegend zu erkunden und komme dabei zu diesem Felsen mitten im Dorf Schwendau, unweit vom Campingplatz. Neugierig gehe ich den steilen Weg hoch, begegnet dabei noch einen Restaurator, der an den alten Fresken der Kreuzwegstationen, die den Weg nach oben säumen, seine Arbeit verrichtet. Oben angekommen, bei herrlichem Sonnenschein, gehe ich noch durch ein letztes offenes Kreuzwegtor und stehe vor dieser schönen Kapelle. Aber warum wurde das recht zierliche Kirchlein in runder Form, wie man so schön sagt, gerade auf diesen relativ kleinen Hügel aus Kalk und Dolomitenstein gebaut, frage ich mich. Ja, und wie ich jetzt erfahre, hängt das mit der Vertreibung der Zillertaler Protestanten im Jahre 1837 zusammen. Die Burg-Schrofenkapelle wurde 1844-45 aufgrund der Ereignisse rund um die Ausweisung der Zillertaler Protestanten als sichtbares Zeichen und als Mahnmal für den katholischen Glauben hier am Burgstall Schrofen errichtet. Der kleine Garten der Kapelle fasziniert mich. Im Hintergrund rauscht unten die vorbeifließende Ziller. Die Vögel zwitschern und hier gibt es Obst. Schwarze Johannisbeeren. Mundraub. Und ein kleines Holzhaus. Wie ich lese, den Messmer sein Hütter, direkt an der Kirche. Wie idyllisch hier oben, ein richtiger Kraftort, finde ich.
Und ich bin froh, diesen ruhigen, einsamen Ort für mich gefunden zu haben. Am nächsten Tag stehen wir wie abgemacht vor Helene Kreidels Tür in Ramsau. Sie gehört zu den anerkannten Tiroler Edelbrand-Sommeliers und ist eher bekannt als Chinin, aber dazu kommen wir später. Und du bist ein Tiroler Edelbrand-Sommelier? Natürlich, mit Leib und Seele. Ich glaube, diese Leidenschaft spürt man auch, gell? Ja. Oder? Du lebst das? Ja, weil ich ja weiß, was das Arbeit ist. Und jeden Äpfel, jede Birne habe ich selber in der Hand. Und ich sage dir ganz ehrlich, mein Herz hüpft, wenn ich dir genau erklären kann, wie man das macht. Ja. Weil wie soll man das ja wissen, nicht? Schau, das ist der Zirnlikör. So schaut das aus, gell? Da werden diese Zirnzapfen zentimeterweise geschnitten und mit Zucker und Alkohol eingelegt. Und eigentlich das Violette da außenrum gibt diese Farbe. Apfelstrudellikör. Ja. Lassen 2 Wochen stehen, also der ist mit Alkohol, Apfelschnaps bedeckt. Das ist der Apfelstrudellikör, den wir drinnen gesehen haben. Gell? Machen einen Apfelstrudel aus Murteig, tun von Rohr raus, Staubzucker drauf, schütten in eine Schüssel rein, tun mit Apfelschnaps bedecken, lass ihn 2 Wochen stehen und dann sein ab. Und dann kommt das raus. Voll lässig ist, wenn man Besuch bekommt und du fragst, und, magst du einen Apfelstrudel? Jetzt glauben die alle, du kommst mit deinem Kuchen daher. Nein, nein, du kommst mit deinem Flaschchen daher. 3 Viertel der Standball 3, ein Sahnehauberl drauf, der Hammer. Gesundheit. Der hat jetzt 22,4%. Der schmeckt wirklich wie Apfelstrudel. Ja, ja, ein flüssiger Apfelstrudel, gell? So schaut jetzt die Brennerei aus, gell? Beim Gin tue ich 20 Kilo Bio-Wacholderbeeren in ein Fassel rein. Je längsamer dass man das rausrennen lässt, je feiner ist es im Mund. Natürlich muss ich am Zoll die Zeit bezahlen und mir kommt der teurer. Aber mir ist die Qualität eben wichtig. Gell? 20 Kilo Bio-Wacholderbeeren, verschiedene Gewürze, Zitronenscheiben und Orangenscheiben. Die tue ich 24 Stunden einlegen und dann mitbrennen. Riech mal mit der Nase rein. Das ist der weibliche Gin, die Ginin. Alle Gin-Namen haben männlich, gell? Und weil ich den Gin gemacht habe, der war als erstes da, gell? Habe ich gedacht, weil ich brenne, mache ich was anderes, was Besonderes. Mache den weiblichen Gin. Und da haben jetzt, wie die anderen Zutaten, nur noch weibliche Kräuter drin. Das ist das Lavendel, Augentrost, Frauenmantel, Spitzwegerich, die Schafgarbe, der Breitwegerich, was magst du noch alles? 3 Sterne habe ich drin, die muss ich kaufen natürlich. Da ein bisschen Minze, dass einfach da für uns Mädels gut runtergeht. Und er tut dir auch gut. Zum Wohl. Gesundheit. Also, dieser Gin hat nur weibliche Wildpflanzen als Würzzutat. Und wer hat's erfunden? Die Helene. Und deshalb heißt dieser Schnaps Chinin, also der weibliche. Den Namen hat sie sich sogar vom Staat schützen lassen. Den männlichen Gin als Gegenstück nennt sie Gin Bois. Heißt so viel wie Boy oder Bub oder Junge. Und das ist der bodenständige, kräftigere Gin. Ich find's klasse. Das ist jetzt der Meisterwurz. Das ist das Wasser der Zillertaler. Wir trinken den wie das Wasser, weil er so gesund ist. Gell? Den graben wir ober der Waldgrenze, also über 2000 Meter, mit dem Pickel aus. Nehmen Sie mit heim, den Sie daheim sauber abwaschen und abwaschen. Dann tun Sie am Balkon Luft trocknen. Ein Monat später werden die Äpfel gebrannt und beim zweiten Mal brennen kommt die Meisterwurz dazu. Deswegen steht Meisterwurz Apfelbrand. Weil die Meisterwurz, die schaut so aus und die wäre viel zu trocken. So kann man sie jetzt zum Beispiel reiben und räuchern oder reiben und schnupfen oder in den Kleiderkasten reinhängen, dann tut es desinfizieren. So schaut die Meisterwurz aus. Wenn wir lachen im Zillertal, gell, weil wir würden unser Bankkonto eher hergeben, jemand ansagen, aber wie den Platz, wo wir den Meisterwurz graben. So, und jetzt probieren wir mal die Meisterwurz. Gesundheit. Zum Wohl. Auf euren Urlaub. Also Helene, recht herzlichen Dank. Vielen Dank, ich Es habe mich war sehr wirklich- gefreut. Und es war wirklich sehr aufschlussreich und sehr Dankeschön. schön bei dir. Danke, ebenfalls, Danke. genau das Gleiche. Von Herz zu Herz, gell? Ja, genau. Vielen Gute Dank Zeit für dich. Schönen Urlaub, genießt das Zillertal in vollen Zügen. Dankeschön. Jeden Tag aufs Neue. Das machen wir. Gell? Es ist so schön im Zillertal. Ja. Ja, Also danke. cool, danke euch. Heute fahren wir zu den Krimmelwasserfällen.
Mit 385 Meter sind sie die höchsten Europas und die 5. höchsten der Welt. In östliche Richtung 45 Kilometer über den Gerlosberg durch das schöne Städtchen Gerlos, weiter nach Königsleiden und dann wieder in südliche Richtung nach Grimmel. Unterwegs gibt es nette Aussichten und hier am letzten Point sieht man sogar in der Ferne schon die gewaltigen Wasserfälle. 2 Damen machen diesen Halt sogar zum Erlebnis und wir hören ihren Alpklängen eine Weile zu. Dann kommt noch eine Mautstraße, mit 10 Euro sind wir dabei. Nochmal 10 Euro pro Person Eintritt, dann kann das Spektakel losgehen. Der Grimmelwasserfall liegt im Nationalpark Hohe Tauern und ist über 3 Stufen mit 380 Metern der höchste Wasserfall Europas und der 5. höchste der Welt. Ein 4 Kilometer langer Wanderweg nach oben führt direkt an diesem atemberaubenden Naturschauspiel inmitten der traumhaften Bergkulisse heran. Ich aber habe einen kleinen Insider-Tipp. Ich gehe über eine Brücke auf die andere Seite und komme ein Stück dem Fluss entlang in Richtung Wasserfall zum Therapieplatz für Asthmatiker und Allergiker. Dort hat man Ruhe. Man ist sogar noch näher am Fall und die gute Luft spürt man sofort. Denn die Nähe zum Wasserfall wirkt sich positiv auf die Gesundheit aus. Millionen von negativen Luftionen stimulieren das Immunsystem und reduzieren Anfallshäufigkeit bei Allergikern und Asthmatikern. Auch Pflanzen und Tiere finden ideale Bedingungen vor. Hunderte von Moosen, Flechten und Farnen wachsen im Sprühnebel und viele Vögel und Insekten haben hier ihren Lebensraum. Das habe ich gelesen. Diese schöne Almstraße bringt uns nach diesem erlebnisreichen Wassertag wieder zurück zu unserem Campingplatz. Schön war's. Aber das ist noch nicht alles. Wir haben noch viel, viel mehr erlebt. Bleibt dran und schaut wieder rein beim nächsten Film. Und tschüss!